Der nächste Vortragende ist Jürgen Wenzel aus dem Uniklinikum in Regensburg und er wird uns erzählen zu aktuellen lebensmittelassoziierten Hepatitis-A-Virus-Infektionen. Herzlich willkommen. Bitteschön. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, Ihnen hier heute mal ausnahmsweise was über Hepatitis A zu erzählen. Sonst bin ich mit der Hepatitis E unterwegs, zu Unrecht, wie ich finde. Die Hepatitis A ist etwas vernachlässigt und ich hoffe, Sie in der nächsten Zeit davon überzeugen zu können in dem Vortrag, dass es sich auch lohnt und Spaß macht, sich sozusagen molekular-epidemiologisch mit der Hepatitis A auseinanderzusetzen. Ach ja, vorweg noch, ich spreche sozusagen aus Sicht eines Konsiliarlabors aus humanmedizinischer Sicht. Das heißt, wir testen keine Lebensmittelproben, sondern wir stehen sozusagen am humanen Ende dieser Diagnostikkette, nur um das vorweg klar zu machen. Zunächst eine Übersicht, wie viele Hepatitis-Virus-Infektionen werden nach Infektionsschutzgesetz eigentlich pro Jahr in Deutschland gemeldet. Und da sehen Sie etwas vielleicht erstmal Überraschendes. Hepatitis B, C sind klar Nummer 1 und 2, aber die Hepatitis E ist auf Nummer 3 und die Hepatitis A abgeschlagen auf Platz 4. Das heißt, für alle, die sich diagnostisch mit der viralen Hepatitis auseinandersetzen, bedeutet das auch, eben auch, dass wenn man an die Hepatitis A denkt, muss man in Deutschland auch an die E denken. Die ist relativ häufiger, wie man hier sieht. Ein kurzer Blick auf die Historie zur Hepatitis A. Das habe ich eigentlich nur mit reingenommen, um Ihnen zu zeigen, dass sich nächstes Jahr sozusagen ein Jubiläum anbahnt, die erste elektronenoptische Darstellung der Hepatitis A-Virionen und damit kann man eigentlich auch sagen, die Entdeckung der Hepatitis A-Viren durch Feinstone und Kollegen. Hier sieht man die mal auf so einem historischen Bild vor ihrem Lieblingsspielzeug, so ein Elektronenmikroskop in den 70ern, Purcell, Kapicyan und Feinstone 1973. Und warum ist das so wichtig? Das ist ein wichtiger Meilenstein, weil das eben grundlegende Arbeiten waren, die erst dann sozusagen einige Zeit später zur Entwicklung des Impfstoffes gegen die Hepatitis A führten und der ist ja tatsächlich erst, wenn man sich das anschaut, 1996 auf den Markt gekommen, also eigentlich noch gar nicht so lange her. Also 50-jähriger Geburtstag nächstes Jahr. Das war die Originalaufnahme. Sie sehen hier ganz ähnlich wie das, was wir von Frau Niendorf gerade gesehen haben, für die Noroviren. Das sind ganz kleine Viren, hier gefüllte Virionen. Hier ist die 100 Nanometer Größe, hier wären Virionen, die keine Füllung haben in der ersten elektronenoptischen Darstellung. Das erklärt auch, warum die Viren ähnlich wie Noroviren extrem umweltresistent sind. Die haben keine Hülle, sie haben nur das Capsid, das man hier sieht, eine Einzelstrang positiv orientierte RNA, kleines Genom und können sozusagen lange Zeit in der Umwelt infektiös bleiben und überleben. Nur ein kleiner Blick aufs Genom, um Ihnen zu zeigen, mit welchen molekularen Mitteln wir bisher gearbeitet haben. Es gibt eine ganz beliebte Region, die eine hohe Diversität unter den Hepatitis A-Viren hat, VP1-P2A-Region. Und diese eignet sich mit geeigneten Primern, um so eine Art molekularen Fingerabdruck der einzelnen Viren zu machen und damit auch die Zuordnung zu Ausbrüchen zu ermöglichen. Die Forschung und die Molekularbiologie zu den Hepatitis A-Viren ist weitergegangen. Es gibt neue Erkenntnisse, die den molekularen Infektionsprozess sozusagen weiter aufklären. Und mittlerweile ist die Struktur auch dreidimensional aufgelöst. Sie sehen hier das, was sozusagen aus so einer Analyse aus den da sozusagen sich rekonstruieren lässt. Und ein ganz wichtiger Punkt, es gibt auch Hinweise, dass der Rezeptor TIM1, TIM3 oder IgA-Rezeptor sozusagen für die Viren in den Zellen gefunden wurde. Was macht die Viren insgesamt so problematisch? Naja, es kommt, wenn jemand infiziert ist, über den enterohepatischen Kreislauf zu einer Anreicherung der Viren in der Galle und damit im Stuhl und damit zur Ausscheidung großer Mengen infektiöser Viren, die dann wiederum, das sehen wir gleich noch genauer,
wenn sie in die Umwelt gelangen und vielleicht wieder in die Trinkwasserversorgung oder auf Lebensmittel, dann die Grundlage von neuen Infektionen und Ausbrüchen bei Menschen darstellen können. Das hier ist ein Bild, das für die Kliniker sozusagen die Diagnostik und die Möglichkeiten der diagnostischen Methoden, um eine Hepatitis A zu infizieren, darstellt. Sie sehen, dass zunächst in so einer Infektionsphase eine Viremie auftritt, wo eine ganze Zeit lang nur sozusagen der Virusdirektnachweis aus Stuhl oder Blut gelingt nach der Inkubation. Dann erst kommt es zu sozusagen Transaminasenanstieg, intrahepatozytäre Enzyme werden freigesetzt und erst verzögert dann sozusagen Antikörpernachweis, IgM, IgG möglich. Die klinische Erkrankung dann erst später, sodass man eine Phase hat, in der Patienten bereits infektiös sind, infektiöse Ausscheidungen haben, aber man noch keine Erkrankungssymptome hat, was die Sache auch bei Ausbrüchen schwierig machen kann. Ach ja, und der nächste Punkt, Inkubationszeit 15 bis 50 Tage, sehr variabel und lang. Das ist dann auch schwierig herauszufinden, wenn man zum Beispiel nach Lebensmitteln fragt, die als Infektionsquelle in Frage kommen. Wer erinnert sich heute noch genau, was er vor 50 Tagen gegessen hat? Das ist ohne strukturierte Fragebögen auch trotzdem extrem schwierig. Die Hepatitis A weltweit hat eine geografische Verteilung von sozusagen häufiger, hier dunkel gezeichnet, zu weniger häufig je 100.000 Einwohner. Wir haben sozusagen das Glück, in einer Region zu leben, wo eine sehr niedrige Inzidenz und Prävalenz für Hepatitis A vorkommt. Aber wenn Sie nach Indien, Pakistan, Afghanistan, weite Teile Afrikas gehen, aber auch schon im Mittelmeerraum, dann gibt es einfach deutlich mehr Hepatitis A. Und das wird in der Folge noch interessant werden, denn wir importieren sozusagen nicht nur durch Reisen, sondern auch durch Lebensmittel Hepatitis A-Infektionen aus diesen Regionen, wo die Hepatitis A noch häufig vorkommt. Warum ist das für uns ein Problem? Hier mal gezeigt die Seroprävalenz nach Alter in Subsahara-Afrika und in Zentralafrika. Da sehen Sie, dass wenn man sich mal die 7-jährigen Kinder Einschulung sozusagen anschaut, dann sind da zu dem Zeitpunkt bereits 95% mit Hepatitis A infiziert und dadurch immun. Also IgG-Nachweis ist hier gezeigt. Und wenn man jetzt geografisch weiter in den Norden geht, das ist jetzt hier Nordafrika, Mittlerer Osten, dann sind es bei nur noch 60% der 7-Jährigen. Und Sie können sich fast denken, in Westeuropa ist diese Kurve deutlich flacher. Nur ungefähr 5% der 7-Jährigen sind immun und naja, das ist je nach Region unterschiedlich, 30 bis 50% der 20- bis 40-Jährigen. Meistens natürlich auch nicht wegen einer durchgemachten Infektion, sondern eher wegen einer Impfung. Sodass wir hier eigentlich diesen roten Bereich als im Prinzip vulnerable und infizierbare Bevölkerung ansehen müssen. Und deshalb ist die Sache so problematisch. Wie viele Hepatitis A-Fälle gibt es eigentlich pro Jahr seit Einführung des IFSG? Sie sehen hier, dass das eigentlich ein relativ klarer abnehmender Trend ist. Und das, was vielleicht auf ersten Blick überrascht, dass die meisten dieser Infektionen in Deutschland erworben sind. Der Mittelwert ist ungefähr 1060 Meldungen pro Jahr und 64% sind innerdeutsche Fälle ohne Reiseanamnese. Und jetzt habe ich einen kurzen Exkurs, der nachher noch spannend oder wichtig ist zu verstehen, wenn wir diese molekularen Fingerabdrücke zeigen. HAV ist in 7 Genotypen eingeteilt, ein bisschen übersichtlicher als bei den Noroviren. 1a, 1b und 3a sind die häufigsten. Humanpathogenen ganz selten 2er. Wir haben solche noch nicht nachgewiesen, ansonsten gibt es die noch bei Primaten. Und was sequenzieren wir? Wir haben da auch so eine Region in dieser VP1P2A, die ich erwähnt hatte, wo wir entweder, wenn wenig Virus in der Probe ist, mit einer Nested PCR 350 Nukleotide amplifizieren oder nach dem HAFNet-Protokoll, das mittlerweile europäisch harmonisiert ist und wo es auch eine Datenbank dazu gibt, ähnlich wie bei Hep E,
die kuratiert ist, kann man dann sozusagen jetzt mittlerweile dasselbe, hoffentlich europäisch dasselbe Sequenzfragment anschauen und vergleichen. Wir machen diese Typisierungen ähnlich wie bei Noroviren auf Einsendungen hin, die vom öffentlichen Gesundheitsdienst initiiert werden. Von infizierten Patienten wird Material geschickt, zum Beispiel Stuhl oder Plasma. Und das läuft unter dem Stichwort Molekulare Surveillance. Seit 2010 haben wir insgesamt 840 Proben von Patienten typisiert. Und hier sehen Sie mal die Übersicht. Meistens sind es also 96% HAV-Genotyp 1, 4% HAV3, was in Asien weiter verbreitet ist. Und davon teilt sich es ungefähr 2/3 bei den Einsern in 1a und 1/3 1b. Das ist zunächst epidemiologisch ja mal ganz interessant, aber die spannendere Frage ist ja eher, was kann man mit diesen Sequenzen sonst noch machen? Ich hatte diese Art molekularen Fingerabdruck erwähnt und das löst im Prinzip auch in dieser relativ kleinen Region so hoch auf, dass wir, wenn wir neue Sequenzen finden, die eventuell einzelnen bekannten Ausbrüchen zuordnen können, wenn wir sie mit lokalen Datenbanken vergleichen, mit der Genbank oder eben mit solchen Sequenzen, die auf europäischer Ebene über EPIS-FWD geteilt werden. Und das lässt dann manchmal sogar die Identifikation neuer Ausbrüche oder Sequenzcluster zu oder eben die Zuordnung zu bereits bekannten, was man jetzt per se bei einem sporadischen Hepatitis-A-Fall nicht unbedingt sonst mit klassischer epidemiologischer Arbeit alleine so hinkriegen würde. Und ein kleiner Ausblick, wir sind gerade dabei, das auch noch zu erweitern, auszubauen, sind da aber noch am Anfang und versuchen, Ganzgenomsequenzen bei Hepatitis-A-Viren zu erstellen. Welche Risikofaktoren gibt es? Naja, klar, das sind die Reisen in Risikoländer. Importierte Nahrungsmittel gewinnen aber an Fahrt und ich zeige jetzt im weiteren Vortrag da noch einige Beispiele dafür, aber auch infizierte Mitarbeiter im Lebensmittelgewerbe treten immer wieder als Multiplikatoren von Infektionen auf. Deshalb hier dieser Bienenstich, Sie werden gleich verstehen, warum der da ist. Und die Übertragung von Person zu Person, gab ja große MSM-Ausbrüche, also unter Männern, die Sex mit Männern haben. Das spielt auch eine Rolle. Jetzt mal eine kurze Rätselfrage. Das sieht auf den ersten Blick sehr wild aus. Das sind jetzt alle Hepatitis-A-Erkrankungen, die gemeldet wurden seit Einführung des IFSG nach Wochen aufgegliedert. Aber wenn man so genauer hinschaut und sich mal die Peaks in Zusammenhang mit den Jahresgrenzen anschaut, fällt vielleicht etwas auf, nämlich dass in der zweiten Jahreshälfte tendenziell, wenn man jetzt mal den Mittelwert von jedem Jahr bildet, ein deutlicher Anstieg an Hepatitis-A-Meldungen zu verzeichnen ist. Woran könnte das liegen? Ganz klar, Hepatitis A nach der Urlaubszeit, also sprich, alle kommen aus dem Urlaub zurück, plus Inkubationszeit, plus Meldezeit und so weiter, führt dann dazu, dass wir uns eigentlich in der zweiten Jahreshälfte, so ab September, Oktober, November, mit fast doppelt so viel Infektionen auseinandersetzen im Schnitt als in der ersten Jahreshälfte. Jetzt habe ich mal zusammengesucht, welche Lebensmittel eigentlich in der Literatur bisher als Hepatitis A kontaminiert und Ursache von Ausbrüchen publiziert wurden. Das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber nur mal, um Ihnen zu zeigen, mit wie vielen Aspekten man sich da eigentlich auseinandersetzen muss. Getrocknete Tomaten, Austern, Muscheln, natürlich russischer Kaviar, Salat, Pasta aus Italien, Eisslush oder Slushies, Granatapfelsamen aus der Türkei in den USA, Schalotten, diverse Fleisch- und Wurstwaren, Bäckereiwaren, Krapfen, Feingebäck, Brot, Speiseeis, ganz kürzlich erst, Erdbeereis, Blaubeeren, Datteln und Tiefkühl-Erdbeeren und überhaupt die Tiefkühlbeeren immer wieder in diversen Ausbrüchen. Jetzt habe ich eine Kurzübersicht mitgebracht über etwas, was schon etwas länger zurückliegt, aber das braucht man, um zu verstehen, wie die Folgeausbrüche dann laufen. Hier ging es um das ist auch publiziert, einen großen und langen Ausbruch sozusagen. Ab Mai 2013 wurden da Sequenzen beobachtet vom Genotyp 1a in Patienten, die eine Hepatitis A haben, und das hat sich dann insgesamt
bis im August 2014 auf 1600 Hepatitis-A-Fälle europaweit ausgedehnt. Davon waren 70% hospitalisiert und 2 sind davon verstorben. Ursache war ein Tiefkühlbeerenmix. Wurde auch ausführlich aufgeklärt, auch unter Mithilfe hier von Arbeitsgruppen am BfR, um diese sehr komplexen Transportwege für die Produktions- und Transportwege für die Erdbeeren aufzuklären. Warum bringe ich das wieder mit? Weil sich in der Bugwelle sozusagen dieses Ausbruchs eine ganz interessante Sache ableiten ließ. Das ist extra veröffentlicht. Ein bärenassoziierter Hepatitis-A-Ausbruch aus Norwegen berichtet, und jemand, der reisemedizinisch vielleicht berät, wird für eine Kreuzfahrt auf den Hurtigruten jetzt nicht unbedingt eine Hepatitis-A-Virusimpfung empfehlen. In dem Fall hätten es die Personen, die die Reise gemacht haben, gebraucht, denn es gab dort Bärenmix-Buttermilchkuchen von dem Großbetrieb in Hessen, und dieser Großbetrieb hatte unter anderem auch zu einer großen Kaffeekette in Deutschland den Kuchen geliefert, wo es auch Fälle gab. Also Sie sehen, die haben sich auf den Hurtigruten durch den Kaffeekuchen sozusagen infiziert, in dem diese Beeren drin waren. Dann nächster Ausbruch, wir springen jetzt mal nach Schweden und Österreich. Da gab es eine Welle von Hepatitis-A-Fällen, und die Kollegen dort haben herausgefunden, in Österreich waren es die Erdbeeren, die in Speiseeis verarbeitet wurden, in Schweden wurde das zu Smoothies verarbeitet, also im Prinzip kontaminierte Tiefkühl-Erdbeeren wieder importiert, und dann haben die das irgendwann in den Griff gekriegt. Und dann ging es in Deutschland los. Sie sehen erst hier andere Regionen, dann hier ganz viel in Berlin. Jetzt kann man sich überlegen, wie klappte das? Na, man könnte vielleicht sagen, haben die Beeren dann doch irgendwie den Weg, nachdem es in Schweden und Österreich sozusagen zurückgerufen wurden, in deutsche Produkte gefunden. Und wenn man sich diese Sequenzen, die wir dann da generiert haben, anschaut, dann clustern die ganz natürlich identisch mit dem, was in Schweden und Österreich gefunden wurde. Aber ansonsten gibt es in der Genbank noch viele Sequenzen aus sogar Erdbeeren aus Ägypten, aber auch aus Abwässern aus Ägypten. Ich habe das ja abgeschnitten, es waren über 60, die wir da typisiert haben. Und das ist leider etwas schlecht zu lesen. Ich sage nur kurz, worauf es ankommt. In dieser recht umfangreichen Analyse, wie da die Warenketten waren, ließ sich auch eruieren, warum das vermutlich so war. Es gab also Erdbeeren aus Ägypten, die über einen Distributor in Deutschland an einen Producer in Holland verkauft wurden, und auch zusätzlich noch polnische Erdbeeren reingekommen sind. Und das hat dann sozusagen, wurde nach Schweden geliefert, nach Österreich und auch zu diesem Buttermilchkuchenproduzenten in Hessen. Nächster Ausbruch, diesmal mit einem anderen Vehikel, Datteln, sehr wertvolle Früchte im Orient, bringt man auch gern mit, wenn man zum Beispiel in Marokko war. In dem Fall keine gute Idee. 33 Fälle haben wir da auch mit publiziert. In dem Fall, es war ein Subgenotyp 1b-Cluster, und interessant war, dass 25 davon eine Reiseanamnese nach Marokko im März 2018 hatten. Danach haben sich 8 autochthone Fälle noch ergeben, also zum Beispiel intrafamiliäre Übertragungen, oder, was dann auch rauskam, dass alle autochthonen Fälle tatsächlich Datteln aus Marokko als Geschenk oder Mitbringsel von den Reiserückkehrern der Familie oder in der Verwandtschaft erhalten hatten und sich höchstwahrscheinlich darüber infiziert hatten. Das heißt, 14 von 16 reiseassoziierten Fällen hatten dann auch, wenn man nachgefragt hat, Datteln in Marokko verzehrt. Klar, die sind dort überall, aber man muss annehmen, dass zu diesem Zeitpunkt in Marokko eine stark mit Hepatitis-A-Viren kontaminierte Charge an Datteln in Verkehr gebracht wurde. Und jetzt das Aktuellste, an dem wir gerade arbeiten. Ich habe ein paar Zusammenfassungspunkte sozusagen vom ECDC mitgebracht, das ist auch veröffentlicht, kann man nachlesen. Wir sehen jetzt gerade Fallhäufungen und Ausbrüche mit einem Genotypen 1b, mit 4 individuellen, aber sehr eng verwandten Sequenzen in 6 Ländern der EU und im Vereinigten Königreich. Die ersten Fälle wurden in Ungarn im Dezember 2021 berichtet, und zwar im Zusammenhang mit MSM. Mittlerweile sind aber auch sozusagen Infektionen durch kontaminierte Nahrungsmittel sehr wahrscheinlich. Und auch hier ist wieder der Tiefkühl-Beerenmix, hier die RASFF-Nummer für die Warnung und den Rückruf. Die Beeren wurden verteilt in 18 EU-Länder und ins Vereinigte Königreich, davon mehr als 1 Tonne nach Deutschland geliefert. Rückruf ist erfolgt. Aber wie das bei den Hepatitis A kontaminierten Tiefkühlprodukten so ist,
Die sind sehr lang haltbar, es ist bequem, man hat sie vielleicht im Freezer daheim, macht irgendwann mal vielleicht ein Dessert davon, das kann Jahre sozusagen schlummern im Tiefkühlschrank, bis dann wieder jemand sozusagen das einfach mal, ohne es ausreichend zu erhitzen, genießt und dann eine Hepatitis A sich zuzieht. Insgesamt momentan mehr als 300 Fälle in diesen hier aufgeführten Ländern. In diesem Zusammenhang erfolgte auch sozusagen die Bitte an den ÖGD, bei gemeldeten Hepatitis A-Fällen eine Probe zu uns weiterzuleiten. Lebensmittelbereich nur ganz kurz noch, die Zeit ist schon um. Niedersachsen will ich nur noch mal ganz kurz daran erinnern, 2012 waren 85 Fälle, 10% der damaligen Meldungen des Jahres. Und was war die Ursache? Man hat herausgefunden, dass Kunden, die in einer Bäckerei X gekauft hatten, ein deutlich erhöhtes Risiko für eine Hepatitis A hatten. Der Indexfall war dann gefunden. Es war Bäckereiverkaufspersonal mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, chronischen Durchfällen unter Immunsuppression. Und wie Sie hier an den Ortsratios für die einzelnen Produkte sehen, war die Mitarbeiterin höchstwahrscheinlich in der süßen Ecke sozusagen tätig. Torte 5, Apfel 4, Bienenstich 5. Also jeder, der das gekauft hat, hat ein deutlich erhöhtes Risiko gehabt, eben sich durch diese beim Verpacken oder Produzieren kontaminierten Dinge zu infizieren. Wir haben auch auf der Oberfläche dann was nachgewiesen: Kühlschrankgriff, Registrierkasse und Türgriff, Personaltoilette. Das ist auch hier wieder interessant, das ist ein aktueller Ausbruch, der nach den MSM-Infektionen 2016 eine Rolle spielte. Sie sehen, dass es hier zu sogenannten Spillover-Ausbrüchen kommen kann, wenn also einzelne Personen, die im Rahmen so eines Ausbruchs sich infizieren, dann in einem Lebensmittelbetrieb tätig sind. In dem Fall war der Indexfall ein Mitarbeiter einer Metzgerei. Und da wurden 12 Fälle mit identischer HV-Sequenz gefunden, die aber dann eben nicht MSM waren, sondern aus dieser Metzgerei verteilt wurden. Problembereich am sozusagen Waschbecken stehende Flaschen und Türklinken, die kontaminiert waren. Und das ist vielleicht nur so eine praktische Geschichte noch, die da rauskommt. Flaschen nicht hinstellen, sondern wenn möglich kontaktlos und auch die Türen vielleicht eher kontaktlos zur Bedienung einrichten, wenn das geht. Und abschließend nur noch ein Blick über den großen Teich. USA sind gerade am Ende einer größeren Welle, 44.000 Fälle Hepatitis A, 61% hospitalisiert, 420 Tote. Das sind 1% Mortalität, das ist deutlich höher als das, was man sonst aus dem Lehrbuch so kennt. Gut, dann komme ich zum Ende. Die Zusammenfassung nur noch ganz kurz. HIV wird zunehmend durch Lebensmittel übertragen. Die globalisierten Warenströme, Import von kontaminierten Lebensmitteln aus sogenannten Risikoländern für die Hepatitis A, stellen natürlich die Frage nach zusätzlichen Präventions- und Hygienemaßnahmen. Wir haben mehrere Ausbrüche in den letzten Jahren gesehen, die immer wieder mit Tiefkühlbeeren in Zusammenhang stehen. Die Bedeutung molekularer Analysen, um eben solche nicht zusammenhängenden Fälle geografisch in Einklang zu bringen, die nimmt zu. Und man muss sich schon auch die Frage stellen, ob nicht vielleicht, wie das jetzt im Gesundheitswesen der Fall ist, eine allgemeine Impfempfehlung für alle im Lebensmittelbereich Tätigen sinnvoll wäre. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und natürlich auch an alle hier genannten, ohne die diese Arbeiten gar nicht möglich wären. Danke Ihnen.